Hallo zusammen, mein Name ist Romina und ich heiße euch herzlich willkommen bei RomiMed. Heute tauchen wir in die spannende Welt der Histologie des Verdauungstrakts ein, mit einem besonderen Fokus auf die Speiseröhre, also den Ösophagus, und bevor wir loslegen, bitte ich euch, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu geben, die Glocke zu aktivieren und das Video zu teilen, damit wir gemeinsam lernen können. Also, wenn ihr bereit seid, lasst uns direkt starten. Jetzt geht's los mit einem Überblick über die Histologie des Verdauungstrakts. Der Verdauungstrakt von der Speiseröhre bis zum Analkanal hat einen einheitlichen Aufbau. Er besteht aus Schichten, die sich in fast allen Abschnitten wiederholen. Dieser Bauplan wird immer wieder verwendet. Und jede Schicht hat Aufgaben wie Schutz, Sekretion oder Bewegung der Nahrung. Kommen wir nun zu den Schichten des Verdauungstrakts. Die Histologie basiert auf 4 Hauptschichten. Die Mucosa ist die Innenschicht und steht direkt mit der Nahrung in Kontakt. Die Submucosa liegt darunter und sorgt für die Versorgung. Die Muscularis externa ist für die Bewegung des Verdauungstrakts zuständig. Die Adventitia oder Serosa bildet die äußere Hülle und verbindet den Trakt mit der Umgebung. Jede Schicht hat spezifische Merkmale. In Abschnitten wie dem Magen oder Dickdarm gibt es besondere Strukturen, die wir in anderen Videos genauer besprechen. Jetzt schauen wir uns ein mikroskopisches Bild des Ösophagus an. Falls ihr mein Video zur Anatomie des Ösophagus noch nicht gesehen habt, klickt auf den schwarzen Link oben auf dem Bildschirm. Wie bereits erwähnt, besteht der Ösophagus aus 4 Schichten, nämlich Mucosa, Submucosa, Muscularis externa und Adventitia. Unter dem Mikroskop sieht man diese Schichten deutlich. Die Mucosa ist dick und robust. Die Submucosa enthält Drüsen. Die Muskelschichten sind kräftig, um die Nahrung nach unten zu transportieren. Kommen wir zur Mucosa, der innersten Schicht des Ösophagus. Sie besteht aus einem mehrschichtigen, unverhornten Plattenepithel. Dieses Epithel ist widerstandsfähig und schützt vor Abrieb durch feste Nahrung. Es erneuert sich ständig, um Verletzungen zu vermeiden. Darunter liegt die Lamina propria, eine Schicht aus lockerem Bindegewebe. Sie enthält Blutgefäße, Lymphgefäße und Immunzellen für Versorgung und Infektionsabwehr. Die Lamina muscularis mucosa ist eine dünne Schicht glatter Muskulatur. Sie ermöglicht kleine, lokale Bewegungen der Mucosa. So bleibt die Schleimhaut flexibel und erfüllt ihre Schutz- und Immunfunktion. Jetzt geht's weiter mit der Submucosa. Diese Schicht besteht aus dichtem Bindegewebe und gibt dem Ösophagus Stabilität. Sie enthält Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven für Versorgung und Kommunikation. Ein besonderes Merkmal sind die Ösophagusdrüsen, auch Glandulae oesophageae genannt. Diese Drüsen sind tubuloalveolär, also röhrenförmig und beutelförmig. Sie produzieren ein muköses Sekret. Dieses Sekret befeuchtet die Schleimhaut und erleichtert die Nahrungspassage, indem es Reibung reduziert. Die Drüsen sind nur in der Submucosa vorhanden und machen den Ösophagus histologisch einzigartig. Kommen wir nun zur Muscularis externa, der Muskelschicht des Ösophagus. Sie besteht aus einer inneren zirkulären Schicht, deren Fasern ringförmig verlaufen, und einer äußeren longitudinalen Schicht, deren Fasern parallel zur Längsachse verlaufen. Unter dem Mikroskop erkennt man zirkuläre Fasern als ovale Bündel und longitudinale als gestreckte Bündel. Der Ösophagus hat einen Muskelwechsel. Im oberen Drittel dominieren Skelettmuskeln, die willkürlich schnelle Schluckbewegungen ermöglichen. Im mittleren Drittel gibt es eine Mischung aus Skelett und glatter Muskulatur. Im unteren Drittel findet man nur glatte Muskulatur für die unwillkürliche Peristaltik. Zwischen den Muskelschichten liegt der Plexus myentericus, auch Auerbach-Plexus genannt. Dieses Nervennetzwerk koordiniert die Peristaltik. Der Plexus submucosus, auch Meissner-Plexus genannt, liegt zwischen Submucosa und Mucosa. Er steuert Drüsensekretion und lokale Durchblutung. Beide Plexus unterstützen die autonome Funktion des Verdauungstrakts. Jetzt werfen wir einen Blick auf die äußerste Schicht, die Adventitia und Serosa. Die Adventitia besteht aus lockerem Bindegewebe. Sie verbindet den Ösophagus mit Strukturen wie dem Mediastinum. Sie enthält Blutgefäße, Nerven und Fettgewebe für Versorgung und Stabilität. Im unteren Abschnitt, wo der Ösophagus in die Bauchhöhle eintritt, wird die Adventitia durch die Serosa ersetzt. Die Serosa besteht aus einer dünnen Bindegewebsschicht, bedeckt von einem einschichtigen Plattenepithel, auch Mesothel genannt.
Histologisch erkennt man die Serosa an ihrer glatten, glänzenden Oberfläche. Die Adventitia wirkt faseriger und rauer. Der Übergang zur Serosa reduziert Reibung in der Bauchhöhle und macht den Ösophagus beweglicher. Das war unser Video zur Histologie des Ösophagus. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt und findet das Thema spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert RomiMed für weitere Videos zur Histologie der anderen Abschnitte des Verdauungstrakts und noch mehr spannende Inhalte. Gebt ein Like, aktiviert die Glocke und teilt das Video. Bis zum nächsten Video, bleibt neugierig und tschüss.